Ich will keine GS, bisschen emotionslos für mich. Für mich die beste Reiseenduro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr diesen Kanal noch nicht kennt, ich mache hauptsächlich Motorrad-Review-Videos, Motorrad-Reisevideos und auch gerne Technik-Review-Videos. Ich glaube, nur wenige Leute da draußen fahren die Harley-Davidson Pan America, so wie ich. Dementsprechend schaut euch einmal da draußen die Thumbnails der anderen Review-Videos an und dann fällt euch vielleicht auf, dass dieser Krümmer nicht ganz so wirklich eingefahren ist. Passt, jetzt hauen wir mal in Referenz meinen Krümmer hier nach jetzt knapp 19.600 Kilometern drauf. Aber eigentlich muss ich sagen, er hat schon nach den ersten 7.000 Kilometern genauso ausgesehen. Das bedeutet, kurz zu den Fakten. Ich bin in diesem Jahr grob in knapp 3 Monaten 19.600 Kilometer gefahren. Ja, das ist nicht komplett am Stück passiert, aber immerhin, sagen wir mal, knapp 16.000 Kilometer in 2 Monaten, 1 Monat Pause und danach die letzten, I don't know, 3.000 Kilometer nochmal in der Westalpen-Tour. Ich denke, das ist eine relativ gute Referenz, was man einer Harley-Davidson Pan America in einer Saison Extremnutzung so zumuten kann. Der Aufbau dieses Review-Videos ist wie folgt. Zuerst werde ich erwähnen, was alles positiv ist, welche Eindrücke es schon hinterlassen hat und ob ich es wieder kaufen würde. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke! Als zweites mögliche Probleme bzw. Schwachstellen, die ich hatte in diesen 19.600 Kilometern. Als drittes werden wir eingehen auf die Defekte, die ich hatte in diesen 19.600 Kilometern. Und als viertes mögliche Verbesserungen für das Bike und vielleicht für zukünftige Generationen einer Harley-Davidson Pan America. Wir legen mal los mit, was ist positiv an der Harley-Davidson Pan America. Ich finde wirklich, das Bike ist einfach komplett unschlagbar. Ich hatte jetzt bisher eine Ducati Multistrada VVS, ich hatte die KTM 1290 Super Adventure S und jetzt habe ich die Harley-Davidson Pan America. Ja, da draußen gibt es noch eine GS, aber jeder kennt die GS und jeder weiß, die GS ist ein großartiges Bike. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich finde es geil, dass ich alle anderen Bikes durch habe. Ich versuche weiter um die GS diesen Schlenker zu machen. Aber grundlegend, Schwerpunkt, ich weiß nicht wieso, die Batterie ist ja auch unten, wir kommen später noch dazu. Der Schwerpunkt ist so tief, du bist so quasi mit der Sitzposition eingebettet in das Bike. Du hast wirklich so ein geiles Gefühl. Also auch wirklich, wenn du andere vergleichst wie die Ducati, wo du eher drauf sitzt, sitzt du hier wirklich mehr drinnen im Bike. Du bist eins. Du kannst jederzeit dein Knie rausstrecken, um das Knie schleifen zu lassen. Du hast einfach pure Fahrfreude und Kontrolle in jeder Lebenslage. Ich finde, wenn du eins mit dem Bike bist, wenn du wirklich drinnen sitzt und nicht so drauf wie in einem hohen Ross, habe ich irgendwie das bessere Gefühl. Du kommst auch mit den Beinen besser runter. Es ist alles unter Anführungszeichen easy kontrollierbar. Dann natürlich Bremsen sind top. Wirklich kann man absolut nichts sagen. Egal welcher Bergpass, was, wie, wo, hat mich nie irgendwas im Stich gelassen. Ich habe nie irgendwas vermisst. Du spürst das Gewicht vom Bike jetzt auch nicht überproportional irgendwie, dass du denkst, boah, das ist ein schwerer Brocken. Nee, also Verhältnis von Gewicht zu Bremsen passt perfekt. Beschleunigung, Motor, Weltklasse. Ja, die Ducati hat nochmal knapp 20 PS mehr. Und ja, wenn du voll beladen bist mit 2 Personen, spürst du das. Aber ich sage euch, wenn man die Harley gegen 8000 Umdrehungen bewegt, das ist ein pures Kraftpaket. Und wenn man diesen Gashahn bis zum Anschlag durchzieht, dann knallt dieser Zweizylinder so hart. Wow. Einfach auch unterm Strich, wow. Elektronische Helferchen unterm Strich, nichts hat mich im Stich gelassen, alles ist perfekt. Traktionskontrolle ist perfekt, ABS ist perfekt, Offroad-Modi ist perfekt, Fahrmodi sind dementsprechend perfekt. Sie sind auch so vorkonfiguriert, dass du einfach Freude haben kannst. Also ich fahre eigentlich immer im Sportmodus. Jetzt auch wenn du bei Regen ein bisschen Spaß haben willst, nochmal ein bisschen schlittern willst, kannst du das auch easy im Sportmodus. Die Traktionskontrolle ist so, dass sie eingreift, wenn es happig wird, aber aber es ist auch so, dass du definitiv viel Spaß haben kannst. Das ist, ich finde, echt ein grandioser Kompromiss. Dann haben wir noch Laserlicht, grandios. Ich finde auch Display von der Ablesbarkeit, vom Kontrast. Das Licht hat nie geblendet. Alles perfekt. Da gibt es wirklich sehr wenig zu sagen.
Kleine Side Note auch, einfach der Tankstutzen grandios. Du kannst einfach reinhängen und drinnen lassen und jawohl, es tankt einfach. Und das waren jetzt eh schon die primären Punkte einfach. Was ist toll? Was ich noch speziell anhand dieser 19.600 Kilometer hervorheben kann. 43 Grad im Schatten, Griechenland, abartige Hitze, kein Problem für das Bike. Ich würde sagen, Hitze kann jedem Bike zu schaffen machen, hat das Ding weggesteckt. Also sogar mein Handy hat sich einfach komplett ausgeschaltet. Ich bin einfach in der Pampa gestanden, wusste nicht in welche Himmelsrichtung. Navi tot, alles überhitzt. Bike ist gelaufen, perfekt. Bin ins nächste Dorf gefahren, habe mir 2 Coke Zero geholt, eins aufs Handy zum Kühlen gestellt und eins für mich und habe einfach mal eine halbe Stunde Pause gemacht. Dann, ich hatte ja bisher sowohl bei der Tenere 700 als auch bei der KTM, dass der Hauptständer geschliffen ist. Bei der KTM habe ich mir selbst den Hauptständer einfach abmontieren lassen. Dementsprechend konnte nichts mehr schleifen. Auch bei der Harley Davidson Pan America gibt es einen Hauptständer. Er ist nie geschliffen, egal wie das Fahrwerk eingestellt ist, egal in welcher Schräglage. Und ja, die Schräglage war wirklich vorhanden. Ich habe geschafft, dass die Fußraste angeschliffen ist, aber kein Hauptständer geschliffen. Das heißt, so stelle ich mir Ready to Race vor. Versteht ihr? Das Ding mit Hauptständer komplett fahrbar. Was ich wirklich auch beim Spiegel festgestellt habe, wenn man jetzt Schotterwege fährt und man fährt gerne im Stehen auch, dann hast du immer das Problem, du siehst in den Rückspiegel nichts, weil der Winkel sich komplett ändert. Ich weiß nicht, wie die Harley-Leute das gelöst haben, aber ich finde, für mich, kleine Side Note, ist es der beste Rückspiegel oder sind es die besten kleinen Rückspiegel, die du haben kannst, weil die haben das irgendwie geschafft, dass du quasi nach oben und nach unten kippen ohne Probleme kannst, ohne es jetzt irgendwie in die Seite zu verstellen. Das heißt, du stehst auf, du nimmst schnell den Seitenspiegel, klappst ihn hoch, schaust perfekt nach hinten, klappst ihn wieder runter, wenn du sitzt. Also das geht wirklich so stressfrei. Absolut perfekt und unbedingt erwähnenswert. Was es vielleicht kurz als Side Note hier schon zu erwähnen gibt, das Bike ist für mich kein Offroad-Bike. Ja, du kannst bestimmt alles fahren, aber wir gehen später noch genauer darauf ein. Die Batterie ist wirklich an der tiefsten Stelle hier verbaut, anders als bei jedem Bike, nicht unter der Sitzbank. Das solltest du auf jeden Fall im Vorhinein wissen und dementsprechend ist das auch eine mögliche Bruchstelle. Das heißt, wenn du quasi mit einem Stein kollidierst und dann einmal anständig gegen den Unterbodenschutz haust, kann es passieren, dass du die Batterie triffst und ja, Game over, hätte ich mal gesagt. Dazu kommen wir auch später. Der Seitenständer, auch noch eine kleine Schwachstelle für Offroad, passt auf jeden Fall nicht. Auf der Straße muss man tatsächlich schon quasi fast schon einen speziellen Kurs besuchen, um richtig damit umzugehen, aber auch später dazu. Wir sind noch bei dem positiven Punkt. Und dann gibt es noch den Sound. Ich finde, der Sound bei der Harley ist wirklich absolut unschlagbar. Von Haus aus ist es schon gut, aber du hast ja hier die Auswahl zwischen der Kehrstech-Anlage, gerne hier das Review-Video für euch, oder auch einer Jekyll & Hyde-Anlage. Ich finde, vom Klangbild sind beide absolut abartig. Man hat wirklich einfach einen Sound, den es sonst heutzutage nicht mehr gibt. Dementsprechend, wenn ihr einfach auch den Klang eines Motorrads so liebt wie ich, dann braucht ihr dieses Motorrad, da führt kein Weg vorbei, weil sonst gibt es ihn nicht. Zeigt mir bitte unbedingt endlich ein Video von einer GS, die jemand da draußen hat mit einem Jekyll & Hyde Auspuff. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der wird auch sehr geil. Dann gibt es zumindest auch beim Flaggschiff. Und ja, was vielleicht auch ganz nebenbei erwähnt ist, also ich finde ja, das Bike ist super sportlich, aber auch, bin durch Zufall drüber gestolpert, bei der 1000 PS Bestenliste ist es wirklich ganz vorn dabei. Heißt, dass meine subjektive Wahrnehmung nicht ganz von der rosaroten Brille beeinträchtigt ist. Wirklich ein tolles Bike. Jetzt geht es zu den Schwachstellen. Was es zu erwähnen gibt. Ich habe ein 2022er Modell. Ich kenne mittlerweile schon die Unterschiede zwischen 22er, 23er und 24er Modell. Und ich sage euch, die sind gravierend. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Mein Modell benötigt auf jeden Fall regelmäßig 2 Anstartversuche. Was heißt das? Du hörst quasi, wie einmal die Zylinder angedreht werden. Das reicht wohl nicht, um den Motor anzustarten. Es kommt noch ein zweiter Versuch. Dann startet das Bike. Ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn du in der Umgebung von anderen Bikern bist. Das gehört so leider manchmal. Weil auch ich in meiner Vergangenheit, jedes verdammte Bike ist immer beim ersten Mal angesprungen. Ja, ich habe bisher auch nur neue Motorräder gehabt, aber das ist auch ein neues Motorrad und wieder mal ein Anspruch meinerseits an 2024 um die Technik.
Wenn nämlich ein Moped von 1960 auch beim ersten Mal anspringen kann, dann will ich, dass 60 Jahre später das Motorrad auch beim ersten Mal anspringt. Somit gehen wir auch gleich einher mit der großen Schwachstelle von 21er und 22er Modellen, und zwar die Lichtmaschine ist es wohl. Wir müssen jetzt leider einen kleinen Exkurs machen, aber mein aktuelles Verständnis: 23er Modelle haben schon eine neue Lichtmaschine und einen neuen Starter. 24er Modelle haben dazu noch eine größere Batterie. Dementsprechend, ja, auch von 21er und 22er Modellen ist es möglich, ein Upgrade-Kit zu kaufen. Dieses verdammte Upgrade-Kit kostet aber ein verdammtes Vermögen. Also, ich würde schätzen, inklusive Arbeitskosten auf 5.000 bis 7.000 Euro, was sich auf keinen Fall lohnt. Dementsprechend, kennt ihr den genauen Betrag? Schreibt ihn gerne unten in die Kommentare. Aber gelesen und gehört habe ich in einem anderen Video mal, das waren 3.500 US-Dollar für das Upgrade-Package, das quasi nur als Package gekauft werden kann, weil verschiedene Komponenten voneinander abhängig sind und dementsprechend der Tausch von nur einer Komponente zu Problemen führen kann. Dann hast du irgendwelche Relais, den Starter und die Lichtmaschine dabei. Aber wie gesagt, das scheinen die reinen Kosten vom Package zu sein. Was ich von meiner Harley Dealership erfahren habe, war, es hat tatsächlich ca. 20 Arbeitsstunden gekostet, das verdammte Ding einzubauen. Aber ihr hört hier schon raus, ich habe dieses Upgrade-Kit drinnen. Und deshalb würde ich auch tatsächlich jedem nur empfehlen, wenn ihr euch eine Harley Davidson Pan America holt, schaut auf jeden Fall, dass ihr entweder ein 23er Package mit der neuen Lichtmaschine und dem neuen Starter holt oder bestenfalls eine 24er sogar mit der größeren Batterie. Weil ich denke auch, diese zwei Anstartversuche hängen quasi mit der Batterie und den Cranking Amperes zur Verfügung. Also was eine Batterie, so wie ich das als Laie verstehe, in einer Spitzenleistung zur Verfügung stellen kann, um quasi den Motor anzudrehen. Was ich auch gelernt habe, Zweizylinder und große Motoren brauchen auf jeden Fall mehr, um angedreht zu werden. Deshalb ist diese Cranking-Ampere-Leistung relativ wichtig. Und somit ist quasi eine große Katze schon aus dem Sack. Wenn du ein 21er oder 22er Modell hast, kannst du da schon in das eine oder andere Problem laufen. Und ja, da gibt es jetzt dich, du netten Kerl da draußen, der mir schon in den Kommentar geschrieben hat: Yo, Mike, ich habe mir ein Bike gekauft, ich habe eine Harley Davidson Pan America gekauft, weil du so geile Pure Driving Videos raushaust. Gerne hier die Playlist für euch. Du hast dir eine 22er gekauft. Ich hoffe, du hast viel Freude damit und ich hoffe, du laufst nicht in dieses Problem. Bezüglich der Batterie gibt es tatsächlich auch etwas Kleingedrucktes, was ich auf jeden Fall als Schwachstelle festhalten muss. Und zwar, du unterschreibst tatsächlich eine A4-Seite Papier, dass deine Harley Davidson Pan America alle 2 Wochen bewegt wird, weil es sonst tatsächlich zu einem Batterieausfall kommen kann. Heißt, du musst mit diesem Schreiben und deiner Unterschrift nochmal versichern, dass du das Bike regelmäßig bewegst. Und ja, 2 Wochen ist schon ein relativ kurzer Zeitraum. Ich glaube, die meisten Biker da draußen haben in der Saison kein Problem. Bei mir kann es durchaus vorkommen, dass ich einfach in der Stadt mit dem Fahrrad überall hinfahre und tatsächlich einfach mein Moped einen Monat nicht benutze. Ja, besonders bei der Kilometerleistung immer fragwürdig, aber ich mache halt einfach viele Reisen damit und Kurzstrecke überhaupt nicht. Und ja, dementsprechend. Also bei mir ist sie einmal 3,5 Wochen draußen gestanden und ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, sie könnte nicht starten. Sie ist aber gestartet. Schauen wir mal. Es ist wohl etwas flexibler gestaltbar, aber trotzdem, man sollte dies 2 Wochen als Deadline schon im Hinterkopf haben. Bezüglich der Batterie gibt es dann offiziell noch eine Schwachstelle. Wie schon vorher erwähnt, gerne hier für euch die Fotos. Die Batterie ist tatsächlich absolut beschissen unter dem Unterbodenschutz an der Frontseite verbaut. Und zwar eigentlich hinter dem Vorderrad. Ganz unten, wo eigentlich nur der Lüfter ist oder die Ansaugung in der Regel oder was auch immer das ist, die Kühlung, genau, der Kühler ist dort in der Regel. Das fordert tatsächlich auch von ADAC-Mitarbeitern ein kleines Improvisationstalent. Einer hat tatsächlich einfach einen langen Schraubenzieher als Verlängerung quasi für den Bluespol und hat dort quasi die Zange angemacht. War auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das andere handhaben, weil du kommst tatsächlich mit so einem normalen Batterieladegerät Klemmpolen kommst du da nicht ran, weil das auch noch so verbaut ist da unten. Das heißt, ich würde sagen, für mich als Laie ist es echt ein Act, diese verdammte Bodenplatte und Schutz und Unterbodenschutz alles abzubauen, weil ich auch einfach annehme, das Ding ist der Unterbodenschutz, das muss ja mega fest da unten angeschraubt werden und ich selber unter dem Moped kniend, mich vielleicht noch umbringen, weil ich so hart anreiße, dass das Moped auf mich drauf fällt. I don't know. Ich habe es nicht gewagt, die Batterie auszubauen, aber es stellt einen auf jeden Fall auf einen Act, dass du die Batterie über den Winter ausbaust.
Aber auch noch ein anderes Thema. Das Problem, das ich jetzt ansprich, weil das tatsächlich eine Sollbruchstelle ist, wenn du aufschlägst, irgendwie Offroad oder bei einem Unfall, dann darfst du jetzt aus offizieller Hand keine Lithium-Ionen-Batterie verbauen, weil die einfach zu brennen anfallen könnte und dann fackelt dein Moped lichterloh ab. Das heißt auch eine super moderne Batterie mit mega Cranking Amperes hier reinzubauen und Batteriemanagementsystem ist tatsächlich offiziell nicht möglich. Kannst du natürlich reinbauen, inoffiziell, weil du damit quasi das Risiko auf die Straße bringst, dass das Teil einfach komplett abfackelt, wenn du es blöd hinlegst. Also muss ja jetzt auch nicht wirklich ein schlimmer Sturz sein, bestenfalls, sondern halt einfach wirklich einfach eine Bodenwelle mit einem Stein, der rausschaut, auf einem Schotterweg übersehen. Knack, haut hier unten rein, voll in diese Stelle, gibt der Batterie einen kleinen Schuss. Stellt euch vor, das ganze Bike ist in Top-Zustand. Das steht da, eigentlich ist gar nichts passiert. Du siehst nur eine kleine Delle am Unterbodenschutz, fängt an zu brennen. Geil. Okay, kann ich mir wirklich vorstellen, absolut ungeil natürlich. Ich hoffe, es passiert einfach niemandem da draußen. Aber konstruktionstechnisch für ein Offroad-Bike besonders fragwürdig. Konstruktionstechnisch allgemein, I don't know. Also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es irgendein Motorrad gibt, dass die Batterie nicht einfach unter der Sitzbank verbaut hat. Ich dachte, dass es irgendwie so wie beim Auto ist, der Motor. Ja, wir verstehen schon, 98% halt. Aber okay, ich habe es auch verstanden. Porsche-Motor hinten, Spaß, Mittelmotor gibt es auch. Aber okay, Elektro auch ausgeschlossen. Mann, das ist echt fast unlustig, wenn man so viele Disclaimer bei einem normalen Satz machen muss. Eine weitere kleine Schwachstelle. Ich habe wirklich gedacht, ich spinne komplett. Und zwar, da liest man in der Anleitung, hat eine Diebstahlwarnanlage. Da liest man auf den Websites, hat eine Diebstahlwarnanlage. Da liest man Alarm gesichert und du denkst dir, boah, geil. Du denkst dir wirklich, boah, geil. Ich dachte mir, bei der KTM habe ich ja das Aufpreis, Diebstahlwarnanlage, I don't know, ich habe es vergessen, aber hat anständig Asche gekostet, drauf gekauft. Dachte mir, cool, Alarmanlage, nachdem die Ducati gestohlen wurde. Ich dachte mir auch, okay, bei der Ducati wusste ich auch noch, okay, hätte auch einiges gekostet, Diebstahlwarnanlage. Dann komme ich zu Halle und denke mir, geil, ja, du hast einfach so einen All-in-One-Package-Preis und die Alarmanlage ist einfach da drin. Dann bin ich da so 1, 2 Monate unterwegs und denke mir, okay, ich habe noch nie die Alarmanlage gehört. Ich muss mir das mal anhören, wie sie sich anhört. Also wenn du im Hotelzimmer schläfst und da draußen hörst du eine Sirene, dass du weißt, kann ich ignorieren oder ist meine? Also stelle ich das Bike ab und wackel ein bisschen rum und ich höre nichts. Aber es fällt mir halt auf, die Blinker blinken, also die Warnblinkanlage blinkt. Denk mir, nee, was zur Hölle, gibt's doch nicht. Dann lese ich die Anleitung 3-mal und ich denke mir, ja, eigentlich steht da, wenn das Motorrad nach dem Scharfstellen bewegt wird, warnt das Sicherheitssystem den Fahrer durch einen Signalton der Sirene. Es ist eine Alarmanlage verbaut, es ist alarmgesichert, aber was ist denn der Alarm? Ist der Alarm einfach nur, dass die Warnblinkanlage angeht? Okay, ich rufe komplett entsetzt beim Harley-Händler an und man sagt mir, jawohl, die Sirene wurde, I don't know, 2000 irgendwas wegrationalisiert. Dementsprechend scheitert es tatsächlich an einem 100 € Bauteil. Ich glaube, es ist sogar brutto, ohne Arbeitszeit natürlich, die einfach fehlt, dass dieses Scheißding ein Geräusch macht. Das heißt, du hast ein alarmgesichertes Motorrad, du stellst das ab. Ich finde ja besonders schlimm, diese verdammte Alarmanlage, die frisst ja Strom im Sinne von, da ist ein Gyroskop und alles Mögliche verbaut. Das heißt, wenn du wackelst, erkennt das ja. Das heißt, irgendwo muss ein Prozessor laufen, der permanent Strom frisst und das killt natürlich eine Batterie. Zum Beispiel vielleicht nach 2 Wochen. Aber das Scheißding macht keinen Mucks. Ich finde wirklich, kann man sich komplett sparen. Also wenn man diese Policy machen wollte, müsste man sagen, okay, ich verbaue die ganze Technik mit Gyrosensor und allem, aber die ist einfach deaktiviert. Weil wenn der Typ keine Sirene hat, macht das keinen Sinn. Dann gib ihm doch mehr Batterie, gib ihm doch mehr Batterieleistung. Permanent, lass ihn doch das Moped 4 Wochen stehen oder 6 Wochen, vielleicht sogar den ganzen Winter. Weil du kannst quasi die Halle in den Transportmodus versetzen, dann sind diese ganzen Sachen deaktiviert. Aber ja, per Default ist es an. Und wenn der Kunde die Alarmanlage kaufen will, wie bei jedem anderen Hersteller, dann lass ihn das Package kaufen, kostet halt auch ein paar 100 € und dann hast du dann eine Alarmanlage drin. Das wäre geil, aber so macht das halt komplett gar keinen Sinn. Besonders, ich finde halt, es geht ein bisschen in Richtung Täuschung. Also ich lese viel und ich bin drauf reingefallen. Ich bin ja auch einer dieser wenigen Menschen, der sich mal die Bedienungsanleitung nimmt, zumindest bei einem Moped, und da mal durchblättert und schaut, was ist wichtig, was ist wichtig, was ist wichtig. Also keine Ahnung, irgendwie, was ist, wenn der Keyless-Schlüssel ausgeht, wo musst du ranhalten oder so. Einfach so Basic-Sachen mal. Und ich dachte mir, cool, ist alarmgesichert. Und ja, im ersten Satz liest sich das auch noch alarmgesichert, aber no. Ich bin reingefallen. Also es geht für mich ein bisschen Richtung Täuschung und es ist halt komplett für den Arsch, wenn du denkst, du hast ein alarmgesichertes Bike. Bin seelenruhig, bin ich durch den Balkan gefahren, dachte mir, okay, ich höre die Sirene. Ich höre die Sirene, wenn sie abgeht. Ich hatte gar keine Sirene. Reingefallen.
guter Trick. Ich würde es Easter Egg nennen, aber schon ziemlich pain. Zu einem sehr unregelmäßigen Rhythmus. Ich würde sagen, alle 1 von 10 Mal, vielleicht alle 2 von 10 Mal. Ich habe wirklich kein System erkannt. Es hängt wohl nicht mit Kälte zusammen. Es hängt wohl nicht mit Häufigkeit zusammen. Manchmal hat der Revolution Max Motor, ich habe gehört, es hängt wohl an dem, einfach keinen Bock, Leistung zu geben. Und ihr kennt das vielleicht bei einem turbo aufgeladenen Wagen, der kalt ist und du würdest aufs Gas steigen, was du auf keinen Fall machen solltest, dann hat er einfach keinen Zug, dann zieht er einfach nicht. Also manchmal in den ersten, 3 bis 5 Minuten, wenn das Moped warm werden muss, hast du komplett eine andere Motorleistung. Ich habe das schon mal adressiert. Oft läuft die Drehzahl dann auch extrem hoch. Du kannst die Drehzahl runterholen, indem du einfach einmal den Kupplungshebel ziehst, dann ist es vorbei. Okay, das funktioniert. Aber das Ding ist, du hast quasi die Leistung nicht und du hast auch den Kupplungspunkt nicht. Und das Ding ist nicht, ich will jetzt nicht in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Ich will einfach zum Beispiel losfahren, wenn es leicht bergauf geht oder wo auch immer ich das Moped abgestellt habe oder bei einer Kreuzung, bei einer Ampel. Du brauchst viel mehr Gas, um das Moped in Schwung zu setzen. Das kann echt dazu sorgen, dass du das Moped einfach hinwirfst. Ist mir noch nicht passiert. Bisher habe ich einfach 3.000 bis 5.000 Umdrehungen reingejagt und bin dann langsam losgerollt im Schritttempo, um das Ding nicht abzuwürgen. Aber ja, auf einer Fähre mit einem irrsinnigen Resonanzkörper haben alle gedacht, ich jag das Bike durch die Hecke, aber ich wollte einfach nur, weil mein Hinterrad genau in so einem Sicherungsring gestanden ist und ich musste über den drüber, über so quasi irgendeine Bodenvorkehrung. Und ich habe locker 4.000, 5.000 Umdrehungen gebraucht, um quasi mit dem Kupplungspunkt ganz leicht das Moped da drüber zu bewegen. Davor habe ich es zweimal abgewürgt. Ich war auf jeden Fall der komplette Profi hier von den ganzen Bikern. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt, das war in Sardinien, Bike war 1 Monat alt, ich habe gar nicht gewusst, was abgeht. Ich habe nur gewusst, sie stirbt ab, wenn ich es nicht mit dem Gas mache. Und ja, habe es dann auch geschafft. Danach bin ich drauf gekommen, okay, ein paar Minuten laufen lassen, funktioniert. Oder halt so viel Gas geben, funktioniert auch. Aber es ist halt irrsinnig laut, auch noch. Also wenn ihr mal einen Harley-Fahrer seht, leicht bergauf und der dreht einfach auf 6.000, dann gehört so. Risiko habt ihr schon rausgehört. Risiko ist einfach, also das laut und alles ist ja alles kein Problem. Risiko ist wirklich, dass du das Bike halt droppst, weil du denkst, also du drückst es einfach ab, dann macht es diesen Satz, den jeder kennt, der schon mal ein Bike ungünstig abgewürgt hat und dann ist es extrem schwer, die Masse halt abzufangen. Wenn du Glück hast, geht's, aber wenn es nur ein bisschen schief ist, dein Fuß nicht runterkommt rechtzeitig oder was auch immer, legst du das Bike hin. Ist halt vollkommen schade. Dann gibt es diesen Punkt mit dem Seitenständer. Ich habe das adaptive Fahrwerk und ich habe schon gelernt, der Seitenständer ist dann wohl ein bisschen kürzer, damit der quasi auch nicht zu lang ist, wenn das Fahrwerk unten ist. Ja, das Problem ist einfach, das Bike steht von Haus aus sehr schräg. Und das liest sich auch im Internet überall und sehr viele Leute haben damit ein Problem. Und ja, es ist wirklich hart. Also ich steige wirklich auch sehr oft nach rechts beim Bike ab, also nicht in die Richtung, wo der Seitenständer ist, einfach um es nicht zu übertreiben. Und ja, ich habe es ja auch innerhalb von 4 Tagen, nachdem ich das Moped übernommen habe, einmal auf die linke Seite gelegt. Zum Glück nichts passiert, weil Koffer drauf und einmal der Sturzbügel, aber man sieht eigentlich nichts, weil ich einfach nach links abgestiegen bin und das Bike ist schon leicht schräg gestanden. Ich bin über die Seite abgestiegen, wo der Ständer ist. Das Bike ist einfach mit mir umgefallen. Leck mich doch am Arsch. Zum Glück gar nichts passiert, also mir auch nicht. Kannst du ja Fuß einklemmen, alles beschissen. Freundin könnte runterfallen oder so, aber Freundin ist zum Glück schon vorher abgestiegen. Echt blöd gelaufen. Und ja, ich finde, der Seitenständer ist wirklich einfach. Ich glaube, man darf beschissen sagen, aber man lernt wirklich auch damit zu leben. Also so wie ich jetzt fahre, nach diesen 19.600 Kilometern, stört er mich eigentlich nicht und ich habe gar keine Einschränkung, aber ich steige natürlich anders ab als bei jedem anderen Bike. Ich bin auch letztens, wo bin ich drauf gesessen? Ja, bei den Probefahrten jetzt, bei der M1000 XR. Oder hier stellen wir sie mal sachte hin. Ich sag's euch, das ist so ungewohnt. Einfach ein Ständer, der so solide rausspringt. Und einfach ein Bike, das so stabil steht. Ich habe es echt gewackelt. Schau ich das an. Mann, ich vermisse es schon ein bisschen. Ich habe den Seitenständer rausgegeben. Ich dachte mir, boah, was ist das für ein Baumstamm? Also wie so ein 500 Jahre alter Baumstamm irgendwo in einem Nationalpark. Das Bike ist einfach perfekt gerade gestanden. Also wie ein Motorrad halt stehen sollte. Ich habe auch nicht gewusst, dass es dabei Probleme geben kann. Aber egal, das Bike ist einfach bombenstabil gestanden. Ich dachte mir, wow, der Blinkerschalter. Der Blinkerschalter ist ein bisschen ungeil, weil du tatsächlich auch wie bei der KTM, du hast nicht wirklich das perfekte Gefühl. Ist er an, ist er aus, habe ich ihn jetzt ausgeschalten? Genau, du kannst durch in der Mitte draufdrücken, wie bei jedem Blinkerschalter eigentlich, ihn ausschalten. Und du kannst, also wenn du links blinken anhast, kannst du mit nochmal nach links drücken, ihn auch ausschalten. Das heißt, du hast immerhin mehr Optionen. Was dann aber dazu spielt, ist quasi die Elektronik, die du nicht ausschalten kannst.
Das heißt, es gibt eine Elektronik, die regelt, dass sich der Blinker halt automatisch wieder ausschaltet. Das heißt aber, wenn du jetzt überholst, funktioniert das nicht, weil zu wenig Schräglage. Wenn du aber rechts abbiegst zum Beispiel, checkt er das und schaltet sich automatisch aus. Das Ding ist, wenn du jetzt einfach einen Blinkerschalter bedienst wie immer, dann ist er oft ausgeschalten, weil er sich automatisch ausschaltet und du würdest ihn ja wieder einschalten. Aber du musst dann quasi gewisse Szenarien wie Überholen extra betrachten, dass du ihn wieder ausschaltest. Und ich finde halt, ein Blinker ist was Überlebenswichtiges für uns Motorradfahrer, für alle Verkehrsteilnehmer da draußen und kann entscheiden, ob du überfahren wirst oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt irrtümlich noch nach rechts blinke auf einer Straße, der Typ fährt vor mir raus, weil er denkt, jo, der biegt ja ab, aber ich wollte gar nicht nach rechts fahren, ich wollte halt geradeaus fahren und der scheiß Blinker hat einfach noch geblinkt, weil ich ihn irrtümlich wieder eingeschalten habe, weil er sich selber schon ausgeschaltet hat, ihr versteht schon. Aber das ist ein realistisches Szenario, meine Lieben. Bist du potenziell Frontalcrash und das ist definitiv ungeil. Das muss nicht sein. Also wenn du das Feature hast, lass es einfach ausschalten, dann kann das jeder für sich entscheiden. So ist es auf jeden Fall ein bisschen ungeil. Also am Anfang habe ich einfach oft hingeschaut auf die Armatur und dachte mir, wieso blinke ich? Ich dachte mir echt, das kann nicht sein. Und dann habe ich quasi, weil ich ja sehr viel mit GoPro fahre, habe ich im Nachhinein analysiert, hey, okay, da bin ich quasi auf die linke Spur gefahren, zum Beispiel. Dann hat er sich aber wohl ausgeschalten und dann wollte ich ihn ausschalten, aber habe ihn dadurch wieder eingeschalten und deshalb habe ich danach noch immer links geblinkt. Aber eigentlich, ihr versteht schon, also komplett unnötig. Dann, also am Anfang hatte ich auch manchmal so einen Mode-Error-Fehler, aber ich weiß tatsächlich nicht, wodurch er gegangen ist. Vielleicht durch die stärkere Lichtmaschine, vielleicht dadurch, dass die Batterie jetzt permanent voller ist, weil sie mehr geladen ist. Auf jeden Fall kam er manchmal, wenn ich nicht abgewartet habe, bis das Moped komplett hochfährt. Aber er ist eigentlich echt nie wieder gekommen, seitdem ich das Lichtmaschinen-Upgrade gekriegt habe und das quasi Elektrik-Upgrade und Starter-Upgrade. Bei dem Fehler war es wirklich ersichtlich, wenn du einfach Zündung anmachst, startest, ist er manchmal gekommen. Wenn du 2 Sekunden wartest, bis einmal diese Animation kommt, ist er nie gekommen. Also da war es eindeutig darauf zurückzuführen, ist aber einfach nie wieder gekommen. Ich hatte es ja auch schon vorerwähnt, aber allgemein in diesem A4-Zettel über deine Batterie und dass du das Bike alle 2 Wochen fahren musst, steht tatsächlich auch, wenn du es nicht fährst, musst du es laden. Und zwar, du hast unter der Sitzbank quasi so einen Ladeadapter, einen SAE-Stecker, gerne hier für euch. Und mit dem kannst du das Bike quasi quick laden, aber ja, ich habe keine Garage, ich habe kein Haus, ich habe da keine Steckdose. Dementsprechend ist das eine tricky Aufgabe und für mich eigentlich nicht umsetzbar. Ich finde es auch wirklich, wirklich krass. Auch mein Auto steht manchmal einen Monat und es fährt nicht und es ist kein Problem. Bei Harley war man wirklich auch überrascht, aber bei mir hat jedes Motorrad noch den Winter durchgehalten, einfach in der Tiefgarage. Ja, bei der KTM. Der Moment, das war ein Vertrauensvorschuss. Leider nicht geklappt. Im zweiten Winter war die Batterie komplett tot, aber es war die KTM, da muss man schon viele schwarze Peter Richtung KTM schieben. Also hat auch tatsächlich eine Batterie getötet dort. Aber ja, ich bleibe weiterhin bei der Aussage, jedes Moped hat eigentlich noch den Winter bei mir im Keller ausgehalten. Das sollte weiterhin jedes Moped machen. Kein Kriechstrom, kein Shit, keine Doofy-Elektronik, die irgendwie im Kreis läuft, um nichts zu tun. Einfach aus. Soll aus sein. Was mir noch wirklich aufgefallen ist bei der Harley, das Windschild, ich habe jetzt ein extra großes Tourenwindschild, ich glaube nochmal 8 cm hoch, bist wirklich gut windgeschützt, aber ich finde, das Windschild beeinträchtigt wirklich ein bisschen das agile Fahren. Du spürst einfach, dass das Bike ein bisschen schwergängiger ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das einbilde, schreibt es bitte auch gerne in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Aber ich sage mal, das ist so. Und ohne Windschild, ich bin jetzt echt im Balkan, habe ich das Ding einfach abgeschraubt und in meinen Rucksack gestellt, bin komplett ohne Windschild gefahren. Ich finde mega geile Optik und super geiles, agiles Handling. Hat mir geil gefallen. Eine Schwachstelle ist auf jeden Fall auch der Quickshifter. Ich habe was ganz Abstruses festgestellt und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es möglich ist. Aber ich habe festgestellt, umso mehr Oktan, umso besser geht der Quickshifter. Heißt 100 Oktan Quickshifter eigentlich perfekt. E10, was ich eigentlich in der Regel tanke. Ich sage immer, ein Moped hat mehr als genug PS auf einem Rad. Dementsprechend sollte E10 auf jeden Fall reichen. Und der Quickshifter hat auf jeden Fall Probleme vom ersten auf den zweiten, manchmal auch vom zweiten, dritten, vierten. Ja, irgendwie so eine ungeile Geschichte. Also wenn ich auf Alpenpässen wirklich will, dass jeder Gang sitzt, weil Schräglage, weil alles ein bisschen dynamischer, dann schalte ich selbst. Wenn ich 100 Oktan fahre, bin ich echt drauf gekommen, dann haut das Ding hin oder 98 Oktan reicht auch. Ist eine obstruse Theorie. Ich würde sagen, hau mehr Oktan rein, keine Probleme mit dem Quickshifter. Wenn du E10 tankst, mittelmäßig geiler
Quickshifter. Ja, und ich muss leider sagen, von den 3 Bikes, und wir können auch die BMW dazu holen, also von allen großen Reiseenduros, vielleicht der schlechteste Quickshifter. Sorry, liebe Harley Davidson Panamericana, ich liebe dich. Aber die Harley hat zwar einen USB-C-Anschluss, aber sie hat wirklich keinen 12-Volt-Anschluss für so einen ganz normalen Autoladestecker. Und ich habe mir dann nachrüsten lassen. Ich glaube, Bauteil 34 Euro, Arbeitszeit 300 Euro, alles in allem. Lieber selbst verschrauben, aber mit sowas habe ich echt nicht gerechnet. Ja, Arbeitszeitkosten bei Harley Davidson, muss ich auch sagen, ist eine teure Geschichte als bei anderen. Auch bei Reifenwechseln habe ich so die Erfahrung gemacht. Vielleicht vorher fragen, wie viel es kostet. Aber die Note, die ich euch geben wollte, wenn ihr den horizontal einbaut, ist es auf jeden Fall scheiße, weil das vibriert tatsächlich raus. Also bei mir, ich habe da 2 so Noppen im Vergleich. Dann habe ich den längeren besorgt auf einer Reise. Okay, das hat ein bisschen länger gehalten, hat es aber trotzdem rausprobiert. Ich habe ihn jetzt wieder vertikal eingebaut. Dann hilft die Schwerkraft einfach, dass das Ding stecken bleibt. Funktioniert viel besser. Und zu dem Thema Batterieausbau, ja, ich werde auf jeden Fall ein eigenes Video hochladen. Ich habe jetzt eine mega krasse Workaround-Lösung, die für mich, glaube ich, wirklich das Einfachste war, weil eben mein Motorrad beim Nachbarn vor dem Auto in der Tiefgarage steht und ich will ja meinem Nachbarn mit regelmäßig auf die Eier gehen, wenn ich das jetzt rausfahre im Winter und dann einfach bei Schönwetter eine Runde fahre. Was mache ich, wenn es jetzt gerade 6 Wochen durchgehend schneit und die Batterie in den 6 Wochen stirbt? Dann habe ich den ganzen Plan verschissen, weil es einmal einfach 6 Wochen Schnee oder Gatsch hat und ich nicht fahren kann. Ich habe alle Möglichkeiten durchgespielt, aber das ist, glaube ich, die beste. Freut euch auf das Video. Ziemlicher Hack, ziemlicher Pfusch, aber ich glaube, es funktioniert. Das waren jetzt die Schwachstellen. Jetzt kommen erst die Defekte. Das war schon eine ziemlich lange Liste, aber ihr habt es ja gern ehrlich. Ich finde, das ist eigentlich das, worauf es ankommt bei dem Review da draußen. Wir wollen ein bisschen über die Schwachstellen erfahren und ich kann euch eins sagen, all das, was ich gerade aufgezählt habe, ist mir komplett egal. Ich weiß weiterhin, das ist das komplett geilste Bike und ich liebe es komplett. Das soll das bisschen rationalisieren, relativieren, weil das sind eigentlich alles Kleinigkeiten. Das hat überhaupt nichts mit meinen 19.600 Kilometern zu tun. Das sind einfach subjektive Wahrnehmungen, ein bisschen Vorliebe, ein bisschen nicht. Ich erzähle euch da einfach was, aber das ist jetzt nicht, ich habe random irgendwelche Fehler, stehe auf irgendeinem Pass, stehe in Irland im Regen und kann nicht mehr fahren, weil das Ding irgendeine Scheiße macht. Ihr versteht, was ich euch sagen will. Es ist alles einfach in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, dass Sachen kaputt gehen. Es ist in Ordnung, dass Defekte auftreten. Es ist einfach in Ordnung, dass mal was nicht passt, mal was nicht rund läuft. Wird repariert, alles wieder gut. Das gehört zum Sein. Also, Defekt, Spritpumpe. I don't know, war sie defekt, war sie nicht defekt. Auf jeden Fall habe ich beim Zündung anschalten, hatte ich so ein komisches Geräusch gehört, so ein und dieses Geräusch hat überhaupt keine Auswirkung auf die Funktionalität gehabt. War halt einfach ein bisschen strange. War auch nicht jedes Mal, war irgendwie jedes 3. Mal, jedes 5. Mal. Ist in den ersten 16.000 Kilometern aufgetreten, habe ich beim Service erwähnt. Die haben gesagt, passt, sie haben das richtige Bauteil da, haben etwas getauscht, aber wir haben da gar nicht so detailliert drüber gesprochen. Es war weg. Es ist weg. Ich denke, es kommt auch nicht wieder. Hoffe ich mal. Ich halte euch am Laufenden. Dann, ganz lustig, aber auch eine absolute Kleinigkeit. Der Seitenständer-Sensor war defekt. Hat aber auch keine negative Auswirkung gehabt. Ich konnte nur einfach fahren, wenn der Seitenständer unten war. War ein bisschen strange. Aber hey, so kennen wir es alle von früher. Genau, hat mich auch absolut nicht gestört. Hab's halt einfach erwähnt, bin hingefahren, sie haben den getauscht. Am Display hat quasi die ganze Fehlermeldung, auch Seitenständer ausgeklappt, gefehlt, egal. Hat einfach alles funktioniert, kein Problem, passt. So habe ich es gern. Defekt, stört aber gar nicht. Weiter geht's. Ein einziges Mal, aber man weiß es ja wirklich nicht. Vielleicht habe ich mir was eingebildet, vielleicht was schräg. Aber einmal bin ich quasi gefahren, bin so zu einer Baustelle gekommen und es war relativ kurz. Also ich glaube, du kannst den Motor ein bisschen zum Amoklaufen bringen, wenn du quasi in diesen Zustand, wo er quasi das Gas noch nicht richtig annimmt, aber einfach trotzdem ein bisschen Power gibst, ein bisschen dynamischer fährst. Und dann bin ich quasi zu so einer Baustellenampel zugerollt und kein Witz, der Motor hat einfach 4000 Umdrehungen gedreht und er ist nicht runtergegangen von der Drehzahl. Bin einfach direkt ausgeschalten, also einfach Zündung aus. Er hat quasi nicht reagiert. Dann war er aus, dann habe ich ihn neu gestartet, alles war wieder gut. Das war ein einziges Mal, ist nie passiert. Wenn etwas Komisches passiert mit dem Motor, Kupplung ziehen, alles cool. Dann habe ich einfach gecheckt, okay, Gas andrehen, irgendwie, es hat überhaupt keine Auswirkung. Motor ausgeschalten, passt. Jetzt kommt die sehr ungeile Geschichte. In den ersten 8000 Kilometern habe ich tatsächlich 3-mal den ADAC gebraucht, um mir Starthilfe zu geben. Aber ihr habt es ja schon gehört, ich habe jetzt dieses Upgrade-Kit, habe kein
Problem. Heißt aber, die Batterie war einfach tot. Und die Batterie war leider auch tot, wenn ich einfach am Vortag fährst du 300 Kilometer, du stehst am nächsten Tag auf, gehst zu Bike, das ist tot. Okay? Einmal könnte man sagen, ein kleiner Fehler, aber tatsächlich, bevor ich mit der Fähre nach Griechenland gefahren bin, ist mein Nachbar hier vorbeigelaufen und der ist früher Motorrad gefahren, wollte sich unbedingt mal draufsetzen, habe gesagt, du, kein Problem, setz dich drauf. Wir haben halt Zündung angehabt und ich habe ihm halt ein bisschen auch einfach die Bedienelemente gezeigt und so. Der war begeistert und ich habe die Zündung angemacht, weil dann fährt das elektronische Fahrwerk runter und er ist ein bisschen kleiner, damit er einfach gut runterkommt und 10 Minuten vielleicht gestanden. Wir quatschen, schalten das Moped wieder aus und dann gehen wir nach Hause und ich sage zu meiner Freundin noch, hey Schatz, fuck, wenn jetzt diese 10 Minuten an die Batterie gekillt haben, dann habe ich morgen echt ein Problem. Und ja, am nächsten Tag in der Früh, und ja, die Batterie war komplett tot, Bike ist nicht gesprungen. Zum Glück es war irgendwie vor 7 Uhr in der Früh, das heißt noch kein wirklicher Morgenverkehr, ADAC war irgendwie eine halbe Stunde entfernt, schnell vorbeigekommen. Ich habe ihm gesagt, du, 99%, das ist die Batterie, ist davor schon mal liegen geblieben. Go, Starthilfe, angesprungen und ja, Tank war schon voll, Bike war vorbereitet für die Reise quasi und bin einfach mal durchgefahren und ja, danach ist sie wieder gelaufen. Aber ja, erstens soll heißen, wenn die Zündung an ist, musst du extrem aufpassen. Und deshalb finde ich es sehr schade, ich habe wirklich bei so vielen Videos geschaut, ich lasse die Zündung normal bei Pausen ganz oft an. Also auch bei der Bosnia Rallye mit der Ducati, ich bin da in der Pampa gestanden, einfach, dass ich jetzt rechts blink, zum Beispiel, also wisst schon, ich fahre irgendwo hin, dann stelle ich mich irgendwie rechts an den Rand und dann blinke ich halt nach rechts, dass man mich einfach sieht, egal, auch vom Tageslicht und so, aber du kannst ja nur blinken, wenn die Zündung an ist. Und das Ding ist, ich kann es mit der Harley nicht mehr. Man muss mit der Harley halt einfach ausschalten. Ja, du könntest Warnblinkanlage anschalten und danach ausschalten, aber ich finde, Warnblinkanlage ist auch immer ein falsches Zeichen. Auf jeden Fall, ich habe bei so vielen Videos gesehen, sowohl bei der KTM als auch bei der Ducati, die Zündung war locker weit über 10 Minuten an und Bike ist gestartet. Also ich würde sogar sagen, ich bin manchmal mit der Drohne geflogen, die Zündung war an und das Bike hat rechts geblinkt. Also wenn du irgendwie vielleicht an einem mittelmäßig optimalen Spot stehst, dass man dich halt einfach sieht und bin danach einfach aufgestiegen und weitergefahren. Geht nicht bei der Harley. Also ich würde wirklich sagen, 10 Minuten ist schon die Grenze. Ich bin wirklich ein bisschen nervös über die Zeit gewesen. Mittlerweile habe ich es mir einfach eingeprägt, immer sofort ausschalten. Alles, egal wie, egal wann. Die Lichtmaschine hat es gelöst, dass ich bisher nie wieder die Starthilfe gebraucht habe. Aber man muss auch sagen, seitdem ich dieses Upgrade habe, sind jetzt erst 3.000, 4.000 Kilometer um. Ja, in 3.000, 4.000 Kilometern davor ist sie schon stehen geblieben, wegen kein Strom. Gibt mir einen kompletten Serviceintervall, also beim 24.000 Kilometer Review-Video, kann ich euch dann sagen, wie das so verläuft und wie das so verlaufen ist. Ich denke, es ist tatsächlich weg, weil das Moped ja auch ohne Probleme nach 3,5 Wochen wieder angesprungen ist. Aber lass mich das noch ein bisschen beobachten. Aber trotzdem sehr ungeil. Ich meine, du hast ein nagelneues Motorrad, du fährst täglich große Distanzen, du gehst am nächsten Tag zum Moped, du bist natürlich irgendwo, weil ich halt immer irgendwo bin und dann startet es einfach nicht. Ich habe auch rausgefunden, im 3. Gang bergab rollen, Kupplung kommen lassen, dass sie startet. Aber ungeil, einfach ungeil, sehr ungeil. Besonders ungeil bei dem neuen Motorrad. So, meine Lieben da draußen, falls ihr vielleicht einen Kalender haben wollt, gibt es in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar den Link zu meinen Shops. Da gibt es mittlerweile auch T-Shirts, Täschchen, Tassen. Ich habe einfach mal so ein Logo-Design in dieser Whatever-Farbe. Ich dachte mir, sieht geil aus, hat ein bisschen was von Berge, hat ein bisschen was von M wie Mike und dementsprechend auch was von M wie Mountains. Hat mich auch ein bisschen an die Mountain Museums von Messner erinnert oder wie die heißen. Ich glaube, es sind auch 3 Ms. Gibt es in den Dolomiten und ein bisschen so über die Alpen verstreut. Unterstützt gerne diesen Kanal, indem ihr ein Member werdet. Dankt mir auf jeden Fall indirekt, gerne auch mit Cash, dass ihr diesen Kanal supportet. Vielen lieben Dank. Jetzt vor Weihnachten, vielleicht braucht ihr noch ein Weihnachtsgeschenk oder wollt ihr irgendeinem anderen Mopedfahrer eine Freude machen. Hier eben der Westalpenkalender. Keine Harley drauf, ich nicht drauf, einfach nur geile Berge drauf. Gibt es zu ordern von 2 Quellen. Deshalb lasst mich wissen, was besser für euch ist. Dann, ich habe kein eigenes Castech-Video gedreht, aber hier muss es erwähnt werden, die Castech-Anlage ist innerhalb dieser Saison und diesen 19.000 Kilometern einfach 3-mal komplett hops gegangen. Ganz wichtig zu erwähnen, dafür kann Harley-Davidson gar nichts. Castech ist eine eigenständige Firma und die haben ein eigenständiges Produkt. Jetzt gibt es quasi das neue Produkt. Das heißt, wenn ihr jetzt für die Harley-Davidson Pan America die neue Castech-Anlage kauft, hat das keine Referenz mit diesen Daten. Aber meine Castech-Anlage, die es quasi Anfang der Saison gegeben hat,
jetzt nicht mehr zum Verkauf, ist einfach dreimal hops gegangen. Irgendwie, entweder der Stellmotor hat einen Hänger gehabt oder die Elektronik hat einen Hänger gehabt. Also ich würde sagen, beides hat immer einen Hänger gehabt. Sie hat einfach gemacht, random, was sie wollte. In der Regel war die Klappe aber zu. Verrostet. Und das war wirklich, wirklich traurig, weil ich bin da in Griechenland, im Balkan, Albanien, irgendwo durchs Hinterland gefahren. Die Kinder sind neben gelaufen, haben gesagt, gib Gas, ja, und du kommst und du denkst, boah, du hast diese geile Klappanlage und du hast zum Glück einen Sound, wenn du das mit der Ducati dort gemacht hättest. Die hätten dich sowieso ausgelacht. Aber das Ding war, ich komme dann mit der defekten Klappenanlage vorbei, mache auch so und habe mich nicht viel besser als die Ducati angehört. Und dann denken sich die Kinder dort, ich sag's euch, da kommt ein 50 Kubikroller. Der hört sich hier an wie eine Harley mit mega krassen Auspuff. Dementsprechend, wenn du dort mit einer 1250er ankommst und du drehst ein bisschen so am Gas und die hören eher so Mono-Sound, die sind traurig einfach. Du siehst in ihren Gesichtern, dass sie traurig und enttäuscht sind. Denken sich, was das? Kommt da noch was? Echt jetzt? Einmal ist tatsächlich der Tempomat-Schalter abgefallen, aber okay. I don't know, I don't care. Der ist einfach während dem Fahren abgefallen. Ich wollte bei 100 den Tempomat dran machen, er war einfach weg. Aber das Ding war, es ist wirklich nur dieser Klebeschalter quasi abgefallen, die Elektronik und drunter alles war noch da. Du konntest echt so, wenn du den Handschuh reindrücken, konntest ihn noch aktivieren. Das heißt, wieder mal ein Defekt, keine Auswirkung. War nur ein bisschen ungünstig zum Bedienen. Ja, jetzt kommt's. Aber wir haben ja wirklich das Package. Aber es hat auch wieder einen guten Ausgang. Und zwar zweimal. Einmal hatte ich tatsächlich das komplette Package. Da wurde dieses Upgrade-Kit gerade frisch eingebaut und ich fahre nicht weit von hier. Gerade wirklich Maximalgeschwindigkeit war bis dato 80 in der Stadt und plötzlich gehen alle Lämpchen an. Einfach alle Warnmeldungen, alles. Und ich denke mir, was zur Hölle? Fahre rechts ran, Warnblinkanlage, mache mal ein Foto. Okay, ich schalte das Ding aus, schalte es wieder ein, alles weg. Alles fährt perfekt. Denke mir komisch. Ein zweites Mal, jetzt Westalpen, ich fahre am Col d'Is ran und das Ding ist, ich habe es irgendwie gehört. Es hat teilweise ein bisschen andere Geräusche gemacht, fahre den Pass gerade wieder hoch und denke mir, komisch. Und so auf den letzten paar hundert Meter zum Col d'Is ran, plötzlich 1% Motorleistung. Dann denke ich mir schon, komisch. Aber jetzt kommt das Gute. Ich war ja bei Harley und ich habe gesagt, hey Leute, so sieht das aus. Dann hat er mich gefragt tatsächlich, hast du den Fehler selbst gelöscht? Sage ich, wie? Fehler selbst gelöscht? I don't know. Und das ist der Punkt. Du kannst bei Harley, wenn du einen Fehler hast, einfach reingehen in den Fehlerspeicher und du kannst den einfach selbst löschen. Und dann ist er einfach weg. Und ja, ist strange. Und ja, ist ein bisschen ungeil vielleicht. Aber ja, das ist die beste Lösung. Weil, versteht ihr, wenn mir eine KTM sagt, ich habe hier einen Fehler und ich muss in die Werkstatt fahren, dann ist er da, dann ist er weg und ich werde deppert, werde ich verrückt. Was man mir erzählt hat, ist wohl ganz selten. Und wie gesagt, das waren zweimal auf 19.600 Kilometer. Und ja, das war eigentlich nur nach dem Upgrade-Kit. Aber du hast quasi diesen Fehler, du gehst rein, du löscht ihn selbst und alles ist wieder da. Und er ist auch nicht auf den nächsten 3000 Kilometern wiedergekommen. Ich weiß nicht wieso, aber es stört mich nicht, weil quasi da war tatsächlich auch reduzierte Motorleistung. Es kommen quasi auf irgendeinem Relais, I don't know, auf irgendeinem Art Funksignal kommt irgendwas außerhalb einer gewissen Timeout-Grenze oder so verzögert an und dann schlagt das Ding halt Alarm. Okay, danach, das resettet sich halt nicht von Haus aus, damit du das quasi einmal einsehen kannst. Dann stellst du das fest, dann ist das erledigt, ist es weg. Es kann nicht mit einer niedrigen Batteriespannung oder so zu tun haben, weil Col d'Is ran, I don't know, ich bin gerade davor 200 Kilometer gefahren, danach noch 100 Kilometer und ich bin gerade den Pass komplett runter und wieder raufgefahren und wollte oben umdrehen, um nochmal runterzufahren. Was auch immer es ist, mich persönlich stört es nicht, hatte auch wirklich keine Auswirkung. Du solltest aber auf jeden Fall wissen, dass du ihn selber löschen kannst. Einmal links war die Griffheizung defekt, war einfach nicht so heiß wie rechts und dementsprechend hat man das Element einfach getauscht. Und alles war wieder in Ordnung. Der Reifendrucksensor hinten hat tatsächlich manchmal einfach gesagt, Druck passt nicht, Druck passt nicht, Druck passt nicht. Ich habe das bei der Werkstatt erwähnt. Sie haben mir gesagt, alles wurde neu angelernt und seitdem hat es auch nie wieder Probleme gegeben. Muss auch sagen, stört mich auch nicht wirklich. Habe ich auch während dem Fahren nicht allzu komisch empfunden, weil du siehst quasi den Reifendruck und da steht, sagen wir mal, 2,9 hinten, da steht 2,98 oder da steht 2,88. Und du siehst quasi, da passt alles, aber trotzdem zeigt er so ein kleines oranges Rufzeichen an. Was auch immer er gehabt hat, ob er getauscht wird, ich weiß nicht, aber alles in Ordnung. Also ich habe euch jetzt echt eine lange Liste auch noch an Defekten aufgelistet, aber wie ihr selbst rausgehört habt, nichts hatte irgendeine längere Auswirkung. Nichts hat eine Reise jetzt
blockiert, ist während der Reise, nie ist das Moped während der Reise ausgefallen, nie hat mich das Moped im Ausland im Stich gelassen. Ja, man könnte sagen, Batterietod und so liegen geblieben ist ein Issue und ist schlimm, aber ich finde, das ist nicht wirklich schlimm. Ihr wisst schon, jeder überall kann Starthilfe geben, besonders in anderen Ländern, also auch jetzt Italien, auf den Inseln, Balkan sowieso. Das ist Standard, dass dir irgendjemand irgendwo Starthilfe gibt und dann hast du sowieso noch Abschleppdienste, die auch schon heutzutage mit so einem Starthilfe-Akku-Pack daherkommen. Dementsprechend, das ist für mich wirklich das letzte Problem. Also, was ich mir wirklich auch gedacht habe, im Worst Case kaufst du dir so einen 100 Euro Akku-Bag für Starthilfe und hast den irgendwie am Moped immer dabei, kannst dir selber Starthilfe geben oder du kannst einfach das Moped rollen lassen mit dem dritten Gang, Kupplung und startet. Also ja, das ist alles easy handelbar. Für mich ist das jetzt kein komplettes Killer-Argument, dass das überhaupt nicht passt. Batterietod ist echt übel, aber ja, hat ja ein paar mögliche Ursachen, kannst du fixen, notfalls auch einfach eine stärkere Batterie und dann ist das quasi kein Problem. Weiterhin, ich muss es nochmal erwähnen, geil, ich bin komplett überzeugt von dem Bike und all diese lange Liste an Issues, an Themen würde mich auf keinen Fall davon abhalten, das Bike einfach normal zu kaufen, weil es einfach das beste Bike ever ist. Bei der Ducati haben mich viele gefragt, wie sie gestohlen wurde, wieso hast du nicht wieder eine gekauft? Kein Witz, wenn mir jetzt die Harley gestohlen werden würde, ich würde wieder eine kaufen. 24er Modell, aber ich würde wieder eine kaufen. Mega Bock. Mega Bock. Dann kommt jetzt noch der letzte Punkt und zwar die möglichen Verbesserungen, die ich einfach Harley mitgeben möchte an der Stelle, falls jemand mal jemals dieses Video schaut. Also ich finde, es gibt einen Schalter Tempomat an und Tempomat aus und den brauchst du einfach nicht. Ich finde, ein Tempomat darf einfach immer an sein. Du kannst ihn auch notfalls in der Elektronik, also in der Software immer anschalten, aber wenn ich die Geschwindigkeit nicht setze bei einem Tempomat, ist er quasi immer aus. Das heißt, was aktuell der Punkt ist, jedes Mal, wenn ich Moped fahre, muss ich den Tempomat manuell einschalten. Das will ich aber nicht. Das ist ein eigener Knopf. Das sind sogar 2 Knöpfe, die das Moped hat, die es eigentlich nicht braucht. Dementsprechend, ich würde wollen, Tempomat ist quasi immer an, gerne irgendwo in die Settings rein, so ein genereller Switch und du steigst einfach drauf, du fährst los und du kannst einfach eine Geschwindigkeit setzen. Go, easy, perfekt. Oder durchs Geschwindigkeit setzen, schaltet automatisch den Tempomat an, auch möglich. Der Blinkerschalter muss neu, soll heißen, das soll ein anderer Schalter her. Das soll einfach ganz normal, also der BMW Blinkerschalter von der M1000XR, einfach geil. Auch der neue KTM Super Adventure R Blinkerschalter, top. Du spürst die Haptik, das ist geil. Alles cool. Da muss einfach ein neuer Blinkerschalter her. Was ich noch festgestellt habe, ich habe zwar einen USB-C-Schalter bei der Harley, aber der liefert nicht immer genug Strom. Jetzt kann ich ehrlich nicht sagen, ob das mit der Lichtmaschine zusammenhängt, ob das einfach mit dem USB-C-Ausgang zusammenhängt oder was auch immer die Ursache ist. Ich weiß nur, ich verbinde USB-C mit Schnellladen, geilem Ladestrom, I don't know, hoher Volt, hoher Wattanzahl, irgendwelche Ausdrücke. Aber wir verstehen uns, das Ding soll, wenn, an USB-C angehängt, stark und schnell laden. Mein S24 Ultra schafft es nicht, überhaupt genug zu laden. Es entlädt auch. Das ist natürlich extra blöd, wenn du keinen 12-Volt-Anschluss hast. Deshalb habe ich ihn auch nachrüsten lassen. Gehört hier erwähnt. Also du hast hier einen USB-C-Anschluss, aber der Saft ist irgendwie unbefriedigend. Dementsprechend, ich glaube an alle Hersteller da draußen, wenn ihr irgendeine Art von USB-Büchse an euer verdammtes Moped baut, dann muss das Ding komplett schallern. Nicht hier irgendwie 1 Euro in der Produktion sparen. Das braucht einfach maximalen spezifizierbaren Output zu diesem Jahr. I don't know, gebt mir mindestens 25 Watt raus auf diesem Ding. Wie eh schon vorher erwähnt, der Quickshifter muss neu. Gibt wenig zu erwähnen, ich halte mich kurz. Der Quickshifter muss neu. Also das Ding geht definitiv besser. Am meisten Problem macht von 1 auf 2, aber auch bei den anderen Gängen haut er ihm manchmal raus. Boah, was echt lustig ist. Ich weiß nicht, ob ich eine Aufnahme davon habe, aber ich glaube schon. Ich glaube, es hat einmal so eine Art leichten Hagel gegeben. Irgendwann, irgendwo. Und ich habe tatsächlich kleine Dellen auf meinem Harley-Davidson Pan America Emblem. Und das ist echt traurig. Verdammte Scheiße. Ich habe ja auch nicht auf einem BMW Emblem oder bei Audi Ringen irgendwie Dellen drin. Also das ganze Auto ist kaputt, wenn es hagelt. Aber nicht in dem Logo der Firma. Dementsprechend, das ist wirklich, wirklich lustig. Und ich habe auch mal, also das Ding ist wirklich sehr sachte angeklebt. Also man könnte jetzt böse Kids sagen, ihr könnt das Ding einfach stehlen. Aber das Ding ist, wenn man es runterbiegen versuchen wollte, das geht komplett easy. Das Metall ist sogar so dünn, dass es wahrscheinlich knicken würde dabei. Wirklich schade. Also schön auf die Seite ziehen, wenn ihr es versucht zu stellen. Sehr dünnes Emblem, grob fragwürdig befestigt, würde ich persönlich sagen. Muss verbessert werden. Anständig Material hier einfach 3-mal, nein, kein Witz, wenn ich sage 6-mal so dick.
kein Problem, mach das einfach 6-mal so dick und klebt es bitte anständig fest. Wäre doch richtig traurig, wenn du mit deiner Harley rumfährst und du hast einfach das Emblem der Pan America verloren. Noch ein kleines Manko, aber wirklich komplett optional. Es gibt absolut keine Verstaumöglichkeit. Bei der KTM hat es ja so ein Fach gegeben, bei der Ducati hat es dieses Fach gegeben, wo du auch bei beiden theoretisch einen USB-Anschluss hast und laden könntest. Aber bei der Harley gibt es nichts. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich habe es tatsächlich versucht mit einer Lenkertasche von Endurostan. Das Ding war einfach undicht bei mir. Ich weiß nicht wieso, es hat sich immer Wasser gesammelt. Aber off-topic. Irgendwo möchte ich halt ein USB-Kabel und auch meinen jetzt 12-Volt-Adapter lagern. Also ich brauche nicht viel, nur irgendwas. Und das lasse ich einfach immer am Moped, ist mir egal. Auch wenn das jemand stiehlt, Pech gehabt, bitte stellt es nicht da draußen. Ich habe einfach eine Freude, dass es immer am Moped liegt und es auch niemand interessiert. Also eine kleine Verstaumöglichkeit wäre toll beim nächsten Mal, aber auch rein optional. Wenn wir es schon erwähnt haben, 12-Volt-Stecker ist schon wirklich auch geil für eine Reise-Enduro. Du kannst ja heutzutage so einen Mega-Adapter kaufen mit 50 Watt Output, mindestens 3 USB-Ausgängen, also 2 USB-C, ein normaler USB, was auch immer. Du könntest ja alles laden damit. Dementsprechend, Lichtmaschine muss passen, 12-Volt-Adapter wäre geil, wenn es da wäre und dann kannst du auch anständig laden. Wow, liebe Leute. Das war ein Review-Video und es ist mir echt schwer gefallen, weil das Bike ist mega geil. Ich liebe das Bike und für mich persönlich ist es die beste Reise-Enduro. Sagen wir einfach so. Und es stimmt auch, weil ich will keine GS. Wieso jetzt auch? Ja, super präzise, alles läuft geil, alles ist super rund, aber ein bisschen emotionslos für mich. Genau, ich will keine KTM, never ever. Es ist auch so in den News aktuell, ihr habt es eh schon mitbekommen, aber ich war vielleicht einfach ein Opfer von Einsparmaßnahmen. I don't know, aber es sind einfach auch so viele Fakten da im Umlauf von wegen mangelnde Qualität, mangelnde Produktion, irgendwie alles aufgeflogen in letzter Zeit auch mit Newsartikeln, dass es traurig ist und scheinbar bin ich da komplett reingerutscht und man war es eine gute Entscheidung, nicht nochmal eine zu kaufen. Bin wirklich mega dankbar nach diesem, was man da jetzt alles hört. Und das dritte, Ducati. Ja, Ducati war geil. Ducati hat die meiste Performance. Aber ja, du bist so drauf gesessen und dann dieses... Viele haben es ja Nähmaschine genannt. Ich auch. Genau, der Sound hat mich nach dem Anstarten einfach... abgeturnt. Wirklich hart abgeturnt. Und nichts darf einen jemals abturnen beim Moped-Fahren. Ich will auch wirklich von der KTM und von der Ducati als nächstes nochmal ein All-in-All-Review-Video raushauen, dass man das einfach hat nach der Gesamtkilometerleistung. Totaleindrücke unterm Strich und dann machen wir nochmal den Vergleich. Bin gespannt. Für mich die beste Reise-Enduro. Auch das ganze Connect-System, ich habe es schon kurz im ersten Review-Video erwähnt, hat perfekt geklappt mit der Connection über die App. Und ja, Leute, ich würde euch das Bike empfehlen. Ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen. Nicht vergessen, 2024er Modell. Und verdammt, ride hard, ride safe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin mir sicher, ihr habt in dem Video viel über die Harley Davidson gehört, viel über die Pan America gehört, was ihr auf keinem anderen Kanal jemals bisher gehört habt. Dementsprechend lasst ein Like, ein Abo da und einen Kommentar. Schreibt es mal rein. Geil, Mike. Ich habe es bis zu Ende gesehen. Wenn ihr es bis zu Ende gesehen habt, teilt das Video auch auf jeden Fall mit euren Freunden. Es gibt bestimmt da draußen viele Reiseenduristen, die vielleicht ein geiles Reiseenduro-Moped brauchen, wollen, suchen. Und ich finde, für Reisen ist die Pan America absolut perfekt. Dementsprechend, bis bald, haut's rein, man sieht sich, tschüss.